Hallo liebe Tischtennisfreunde, vielen Dank fürs Einschalten. Heute testen wir den Yola-Tronic ZGR, ein weiterer Hybridbelag. Wir machen alle Hybridbelage nacheinander durch, deswegen seid gespannt und viel Spaß mit dem Video. So, kommen wir zu den Fakten. Der Yola-Tronic ZGR zeichnet sich durch seine sehr harte Oberfläche aus. Mit 56 Grad Schwammhärte gehört er zu einem der härtesten Hybridbelege, die es dort draußen gibt. Und trotzdem hat er eine extrem klebrige Oberfläche. Das heißt, wenn man den Ball andrückt an den Belag, kann man ihn echt gut damit hochheben. Fast schon wie bei einem echten China-Belag. Was ich außerdem bemerkenswert fand, ist, dass es diesen Belag in einer Überdicke gibt. Ich glaube 2,3 waren es. Und das gibt es nicht bei vielen Belegen aktuell. Also wer darauf steht, kann hier auf jeden Fall fündig werden. Mit 49 € gestaltet er sich bei den Hybridbelegen in der mittleren bis unteren Preisklasse. Ihr könnt hier die ersten Bälle sehen, die ich mit dem Belag gespielt habe. Und ich muss sagen, er hat sich fast wie ein normaler Belag gespielt. Das heißt, er war nicht so extrem langsam wie manche andere Hybridbelege, gerade am Anfang. Zum Beispiel bei dem Dicknix 09C fand ich immer, die ersten Trainingseinheiten hat er sich extrem langsam und dumpf gespielt. Das war hier nicht so der Fall. Das heißt, von Anfang an hatte man beim Kontern ein ganz gutes Gefühl. Und er hat sich sehr wie ein ganz normaler Belag gespielt. Trotzdem hat man beim Topspin recht schnell gemerkt, dass da ordentlich Power rauskommt, gerade wenn man ihn weich und gut trifft. Kann man hier auch in der Slow-Mo ganz gut sehen. Auch der Rückhand-Topspin gestaltet sich als sehr kontrolliert. Allerdings denke ich, dass das mit jedem Belag ähnlich aussehen würde. Die maximale Geschwindigkeit bei dem Belag ist auf jeden Fall sehr schnell. Das heißt, für Anfänger würde ich sagen, ist er eher nicht geeignet. Ihr könnt hier sehen, ich mache echt gar nicht so viel und da kommt schon ordentlich Power raus. Wenn ich den mit dem K3 vergleichen müsste, fand ich, dass er sogar noch ein Tick aktiver war. Das heißt, bei dem K3, wenn man den nicht ganz so optimal trifft, kommt manchmal nicht so viel raus. Und hier kommt, wie eben schon gesagt, immer recht viel Tempo und Geschwindigkeit raus, was ihn allerdings auch etwas unkontrollierter macht. Gerade überm Tisch, muss ich sagen, fand ich im Vergleich zu den anderen Hybridbelegen, hat man hier eine deutlich kürzere Kontaktzeit und dadurch nicht ganz so viel Kontrolle. Aber ja, also im offenen Spiel, muss ich sagen, kann ich mich echt nicht beklagen. Ich habe ihn danach auch noch ein paar Wochen weitergespielt, weil ich ihn echt ganz gut fand. Aber ich würde echt sagen, probiert ihn vorher einmal aus. Er ist echt nicht was für jeden, weil er echt wirklich schnell ist. Und gerade wenn ihr nicht so eine Sicherheit habt, denke ich, kann man da schnell einen Fehlgriff machen. Also, nochmal zusammengefasst. Es ist ein sehr schneller Belag, der sich dem europäischen Belegen am ähnlichsten ähnelt. Wenn ich es jetzt mit einem Nicht-Hybrid-Belag vergleichen müsste, würde ich sagen, der MXP 50 Grad kommt da ganz gut ran. Also die harte Variante vom MXP. Daher ist es nicht für jeden was. Ich würde euch raten, probiert ihn einmal vorher im Laden aus, bevor ihr ihn jetzt blind kauft. Weil auch hier könnt ihr sehen, es gehen echt auch viele Bälle weg. Ist echt eine Rakete, dieser Belag. Und Spieler, die viel überm Tisch machen, würde ich ihn eher nicht empfehlen, da man mit dem Belag nicht ganz so gut kurzlegen kann wie mit ähnlichen Hybridbelegen. Was ja eigentlich dieser Vorteil von dieser Hybrid-Oberfläche ist, dass man überm Tisch gut kurzlegen kann, ein gutes Gefühl hat. Das fand ich hier vergleichsweise zu den anderen Hybridbelegen nicht ganz so sehr gegeben. Von daher, Fazit, spielt sich sehr wie ein schneller europäischer Belag, der auch sehr hart ist. Wenn euch das Review gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.